Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty denn, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget und einem Update zu mir auf EU11. Und ja, vorher erstmal warte, wie heißt er? Der neue Let's Player, ja, der hatte mein krasses Auflösungsvideo nicht gesehen. Er hat nämlich gewonnen. Ich gebe ihm nochmal die Chance, sich zu melden jetzt. Ansonsten muss ich die 10 Euro nochmal anderweitig verraffeln. Aber wäre natürlich cool, wenn er sich meldet. Würde ich feiern. Und auf EU11 bin ich jetzt hier Level 206. Also ein bisschen was habe ich gemacht. Aber am Sonntag 40 Minuten ungefähr. Ein bisschen mal gespielt. So wie früher, kann man sagen. Und also was soll ich auch sagen? Also long story short. Ich habe noch im Epic Event Sonntag mega viele Epic-Waffen gefunden. So, ich war ja Level 140 angefangen. Ich habe aber bis Level 190 keine epischen Torso gefunden. Ich bin mit einem 97er Attribut, 3er Attribut Epic ewig rumgedreckelt. Habe dann irgendwann normale Torso im Waffenladen geholt. Und ja, habe dann irgendwann das Torso hier bekommen. Ist natürlich sehr geil. Und Level 206 ist okay. Ja, ich habe der Gilde auch geschrieben, wie es halt aussieht. Habe mich entschuldigt, dass ich nicht viel gespielt habe. Das ist ja eigentlich untypisch für mich. Aber halt auch gesagt, dass es nichts mit der Gilde oder dem Server an sich zu tun hat, weil ich ja allgemein Shakes and Fidget wenig Content bringe und eben weniger als das, sag ich mal, das komplett Notwendigste spiele, wenn ich eben die Zeit und Lust irgendwo nicht habe. Und ja, beziehungsweise meine Prioritäten aktuell dann eher im Real Life sind. Und ja, der Höllschrei hat aber auch geschrieben, dass er mir alles Gute wünscht. Das fand ich sehr nett. Und habe jetzt den Level-Push gemacht. Fakt ist, dass ich nach Pfingsten dann in der Woche in Urlaub fliege. Für eine Woche auf jeden Fall. Kann durchaus sein, dass ich mich gar nicht sitten lasse. Gar kein Server, aber auf EU11 werde ich danach höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen. Deshalb habe ich der Gilde es freigestellt, mich ab diesem Zeitpunkt dann auch zu kicken, wenn sie den Platz brauchen. Ja, genau. Also das ist schon mal so ein bisschen das Update zu EU11. Nochmal zum Thema Epic-Waffen. Ich habe ja am Anfang viele bekommen. Und dann war es schon 0 Uhr durch und ich weiß nicht, ob es an einem Lag liegt oder an einem allgemeinen Delay. Ich habe noch bis gefühlt 0 Uhr 3 weitergeblättert und habe noch ewig dann eine neue Epic-Waffe gesucht, weil die letzte war am Level mit 188 bekommen. Dann habe ich ewig keine gefunden, außer eine, die eine schlechte Spanne hat. Und dann war das ganz Lustige, das ist mir im Prinzip dann auch nach 0 Uhr erst passiert. Da habe ich hier die Aura-Stufe 3 der Toilette gezogen. Oder von 2 auf 3 und habe diese Waffe bekommen. Ja. Die Waffe nochmal war 70 Durchschnittsschaden besser. Und auch rechts raus sehr gut. Und damit war es dann natürlich einfacher nochmal ein bisschen was zu machen. Und ich will jetzt hier den letzten Dungeon mit euch gemeinsam legen. Um das die 13. Etage für mich zumindest auf diesem 11. Server geöffnet ist. Und nochmal ein bisschen darüber reden, was ich eigentlich auch mal wieder vorhabe, ist wieder so ein Lure Wrestle Projekt zu machen. Die das vielleicht schon auf einem alten EU-Server miterlebt haben, wissen, was das bedeutet. Das heißt, ich würde gerne einen Char spielen, den ich halt nicht skille, außer Glück. Ja, die anderen Skills bleiben alle Zero. Und ja, das macht es natürlich ein bisschen härter zu pushen, aber ich will trotzdem dann irgendwie ja auch so ein Level wie hier erreichen, um mich dann nackt in der Unterwelt zur Verfügung zu stellen. Weil wenn man als No-Skill-Char, außer bei Glück, mit einem hohen Level unterwegs ist, aber nackt, hat man natürlich schlechte Werte. Man hat zwar eine Menge Leben noch, aber trotzdem können einen viele Spieler in der Unterwelt relativ easy peasy dann auch natzen, ja, gerade wenn der Server einige Wochen alt ist. Man muss ja nur den Wächter grob stark genug haben und darauf habe ich eigentlich auch Bock. Tendenziell wollte ich das auf dem nächsten Server machen, das wäre ja EU12.
Ja, muss ich gucken, wie oder wann er startet. Wenn es jetzt zum Beispiel während meines Urlaubs sein sollte, dann weiß ich nicht, ob ich das Projekt umsetzen kann. Wenn es nach meinem Urlaub ist, wird es auf jeden Fall klappen. Ja, wobei ich merke eigentlich am Wochenende zum 1. Juni habe ich auch eigentlich eine Menge vor. Also, ja, vielleicht schaffe ich es auch erst dann am übernächsten Server. Ja, also müssen wir mal gucken. Aber Bock drauf hätte ich auf jeden Fall. Und genauso habe ich Bock, dass der Beelzeboss schnell noch fällt. Ich habe jetzt nicht in die Dungeons geguckt, also in die SF Game Tools, aber ich sag mal, ich bin zu 70% aktuell von den Equipment her. Die Waffe ist sehr aktuell, also eigentlich kann der Kollege fallen, aber er will gar nicht. Gehen wir nochmal rein. Also, was gibt's sonst zu sagen? Ja, also Mütter und Väter hatten jetzt eine schöne Zeit letzte Woche. Ich hoffe, sind alle wohlbehalten zurück. Ich bin seit ein paar Tagen einen Ticken angeschlagen, jetzt nichts Schlimmes. Aber ich habe zum zweiten Mal in meinem Leben fast an der gleichen Stelle wie vor einem Monat, wo es das erste Mal war, einen Bremsenbiss bekommen. Mein Körper reagiert da immer sehr empfindlich. Also war ich auch beim Bereitschaftsdienst letzte am Wochenende. Weil einfach, ja, es wurde alles dann sehr rot. Es spannt alles, also auch angeschwollen so ein bisschen. Und das ist so auf dem Schienbein und halt so Handflächen groß. Und dann wird von der Einstichstelle quasi, kommt da so eine Blase, die sich mit Wasser füllt, so als Reaktion des Körpers. Ja, also ich bin jetzt nicht allergisch, wie es aussieht, oder hat sich auch nichts entzündet, das ist halt immer gut. Aber diese Blase wird halt mega dick und das hatte ich beim ersten Mal, die wird sehr groß und dann hat sich darunter irgendwann mal neue Haut gebildet, aber man sieht die Stelle immer noch, sieht aus wie so ein Krater und die Blase, also gefühlt wäre die noch größer geworden, habe ich sie eben steril aufstechen lassen, damit sich der Druck entweicht und jetzt muss ich einen Verband wechseln und mal gucken, wie es aussieht. Also ich würde mich einfach freuen, wenn ich einfach keine Bremsen mehr jetzt erlebe. Also ich habe 34 Jahre lang nicht mal gewusst, wie eine Bremse aussieht. Bin dann nie gebissen worden und jetzt bin in einem Monat fast an der gleichen Stelle. Also linker Fuß und jetzt eben vorne am Schienbein über dem Knöchel. Beim letzten Mal war es fast die gleiche Höhe halt auf der linken Seite, beziehungsweise rechten Seite des Beines. Das ist so ein bisschen dann Wade-Innenseite. Also, keine Ahnung. Also das ist leicht nervig gewesen. Oder immer noch nervig, zumal ich ja eigentlich auch joggen gehen wollte. Also ich habe jetzt gar nicht so viel Sport, also gar keinen Sport gemacht jetzt am Wochenende. Und jetzt fühle ich mich schon wieder, weil ich so angeschlagen bin, gefühlt wie, als hätte ich jetzt jahrelang keinen Sport gemacht oder so. Also das sollte eigentlich nicht der Fall sein, aber naja, so viel wird da eh nicht passieren. Nächsten Monat haben wir wieder 5 Kilometer Firmenlauf, da habe ich ja letztes Jahr mitgemacht. Ja, da mache ich wieder mit und da will ich eigentlich eine bessere Zeit laufen, aber jetzt die Gesundheitssituation, dann der Urlaub auch, also theoretisch müsste ich dann joggen im Urlaub und da weiß ich noch nicht, ob ich das hinkriege. Zumal wir irgendwo in Porto wohnen, also nicht so, dass ich da jetzt am Strand einfach, also hier so im Strandhotel liege und dann einfach im Meer joggen gehen kann, früh um 6. Das ist es nicht. Muss ich mir erstmal die Gegend angucken, komm, Beelzebus, fall doch jetzt. Ich kann jetzt nichts mehr sagen, Leute. Ich kann nichts mehr sagen. Ich weiß doch nicht mehr was. Ihr seht das Video wahrscheinlich erst ein bisschen später, aber ich weiß nicht, was ich noch erzählen soll. Ich habe alles gesagt, ja. Also, die Performance könnte besser sein. Ich hatte schon 2, 3 knappe Versuche. Was soll ich sagen? Ich könnte jetzt in den Schnelldurchlauf gehen. Wahrscheinlich, wenn ich SF Game Tools mir angucke, hat er eine Chance, die wahrscheinlich besser ist als das, was ich jetzt an Pilzen investiert habe. Also könnte ich mir irgendwie vorstellen, weiß auch nicht warum. Wenn man eine Weile nichts macht, denkt man immer, es muss doch eigentlich alles gehen. Ja, 1,42% sagt SF Game Tools, also ja,
würde bedeuten, ja, 75 Pilze im Schnitt, ja, sagt der Simulator. Und ich glaube, da habe ich schon bald jetzt das 10-fache ausgegeben. Aber ja, komm, was soll's. Ja, jetzt habe ich noch die Unterwelt nochmal eine Stufe hoch gepusht, auch zusätzlich, also die Prozente sind noch mal gestiegen. Da hatte ich nämlich noch die Ressourcen vom letzten Paket offen. Und ja, also eigentlich sollte der fallen. Ich bin kurz vor 207, also ich hoffe ja mal, dass ich mit dem Dungeon von 206 auf 208, sogar 209 gehe. Sehr geil. Sehr hübsch. Nice. Kann ich das Video jetzt enden? 13 Likes. Kriegen wir 13 Likes auf das Video? Das wäre richtig heftig. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht Tschüss und Servus. Der Basti.